Liebe Freunde des guten Geschmacks, seid mir willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und in meinem letzten Video habe ich hier unten diese Hinterzange eingebaut. Damit kann man das Ganze hier hin und her fahren, ein Brett einspannen und bearbeiten. Und beim letzten Mal, ich habe hier vorne diese Kante überstehen lassen. Und wofür dieser Überstand jetzt ist, das klären wir heute direkt nach dem Intro. Mit dieser Hinterzange kann man ganz toll hier Bretter einspannen. Das klemmt sich hier fest, wird hier einfach nur an der Seite gekurbelt und kann das Ganze bearbeiten, so wie man will. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass ich mal einen Winkel hier dran haben möchte und irgendwie dieses Brett möchte ich befestigen. Beziehungsweise ich möchte das Brett hochkant einspannen, um es hier oben zu bearbeiten. Dann fehlt mir halt hier eine Halterung, und zwar für hier unten, wo ich auch mit längere Bretter bearbeiten kann. Und da habe ich mir gedacht, mache ich mir hier eine Halterung dran. Seht ihr gleich, wie ich das mache. Und dazu habe ich mir erstmal besorgt diese Buchenholzleisten. Die sind 20 x 65 mm groß und merkwürdigerweise 95 cm, also 950 mm lang. Warum die jetzt nicht genau 100 mm oder 102 oder 103 mm sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Wahrscheinlich wollen die einfach Holz sparen, die Preise erhöhen. Ich weiß es auch nicht. Ich finde das unmöglich. Was soll man mit einem 95 cm langen Stück? Entweder 1 Meter oder 1,20 Meter lang. Aber egal wie dem sei, das soll dann hier drunter. Das ist jetzt meine Arbeitsplatte, die oben drauf liegt. Und das Holz soll hier so drunter. Jetzt ist das aber hier zu breit. Deshalb muss ich mir jetzt erstmal hier dieses Maß holen, damit das hier bündig abschließt. Das zurechtgesägte Brett habe ich mir jetzt hier mit einer Klemme mal provisorisch festgemacht. Und zwar habe ich vor, das hier sind ja diese Klemmen, die normalerweise für die Führungsschienen benutzt werden. Und dann hier unten festgemacht werden, festgeklemmt werden. Und genauso eine Nut möchte ich mir hier hineinfräsen, dass ich mit 2 von diesen Haltern das Brett hier rechts und links richtig schön festklemmen kann, damit das nicht nach unten wegrutschen kann und ich es bearbeiten kann. Dafür machen wir jetzt hier hinein eine T-Nut und fräsen erstmal mit einem 6 mm Fräser hier in der Mitte eine durchgehende Nut rein. Hier am Frästisch habe ich mir jetzt einen 6 mm Fräser reingesetzt. Insgesamt muss ich 1 cm an Tiefe haben. Ich habe jetzt erstmal 5 mm gemacht und da schneiden wir uns jetzt hier mal eine Nut. Die 5 mm für Buchenholz scheinen doch ein bisschen viel zu sein. Ich habe es jetzt nochmal 3 mm erhöht. Also jetzt schneiden wir 8 mm da hinein. Und dann nochmal erhöhen und nochmal auf dann 1 cm gehen. Nachdem die Nut ja jetzt eingefräst ist, gehen wir mit so einem T-Nut-Fräser, kann man das sehen, ja? Mit einem T-Nut-Fräser fräsen wir da mal rein. Fräser ist eingestellt, legen wir mal los. Und weil wir jetzt einmal beim Fräsen sind, habe ich mir jetzt hier einen Abrundfräser drauf gemacht und mache die untere Kante schön rund, damit sich keiner dran verletzen kann. Jetzt zeichne ich mir hier Löcher ein, hier vorne im Abstand von 2 cm und dann so alle 10 cm.
Hier habe ich jetzt Markierungen gemacht und die bohren wir jetzt mal da rein. Jetzt habe ich hier Schrauben reingesetzt und dann machen wir das Ganze mal hier bündig mit der Oberkante. Machen wir das mal fest. Sehr schön. Kleine Probe. Bombenfest. Das ist jetzt schön fest. Legen wir die Platte mal wieder hier drauf. So, durch die Klötze hier kann ich jetzt genau feststellen, dass das gerade da drauf liegt. Zeichnen wir uns unten drunter mal an, wo die Kante hier zu Ende ist. Und schneiden das dann hier jetzt mal ab. Ich schneide mir jetzt hier ist der Strich, aber ich schneide mir das etwas länger ab und mache das nachher mit dem Bündigfräser, damit das eine richtig schöne Kante gibt. So, das passt doch schon ganz schön. Jetzt habe ich den Fräser gewechselt und zwar einen Kantenfräser und damit machen wir hier diese scharfe Kante weg. Das ist ja fast schon perfekt und jetzt kommt aber noch etwas hier unten hin. Und zwar geht es hier unten drum, wenn ich jetzt hier ein Brett hinmache. Ich klemme das mal hier fest. Muss ich das ja ausrichten und wenn ich zigmal das gleiche Brett habe, muss ich das immer wieder in der Höhe ausrichten. Zudem bewegt sich das hier unten ein bisschen hin und her. Und da schaffen wir noch Abhilfe. Und zwar habe ich wieder dieselben 20, 60, 95, 950 mm, Entschuldigung, Buchenleisten. Und die setze ich hier hin. Das hier ist etwas dünner. Das zeichne ich mir jetzt auf der Rückseite an. Das muss der Länge nach durchgeschnitten werden. Auf dieser Seite kommt auch ein ganzes Holz hin und ich hoffe, dass ich von der anderen Seite das Reststück daneben setzen kann. Und auch in diese Leiste machen wir uns eine T-Nut rein. Erst mit dem normalen 6 mm und später mit dem T-Nut-Fräser. Diese Leisten, wie gesagt, kommen wir jetzt hier hin und in die Leisten hinein habe ich eine 6 mm Schraube gemacht, die man da schön einführen kann. Jetzt ist das aber, wenn ich das hier dran habe, kann ich die Schraube nirgendwo mehr rein oder raus machen. Deshalb machen wir am unteren Ende ein 10 mm Loch, damit ich den Schraubenkopf da reinmachen kann und eventuell die Schraube mal wechseln kann. Da ist das Loch drin für die Schraube und jetzt habe ich natürlich hier vorne diese scharfen Kanten. Und die machen wir jetzt auch mit dem Abrundfräser etwas rund. Und auch hier bohren wir wieder Löcher hinein, um das wieder anschließend anzuschrauben. So, schrauben wir das hier dran fest. Und auf dieser Seite genauso. Aber wofür sind diese T-Nuten, die ich jetzt hier rechts und links reingefräst habe? Nun, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brett hier in einer bestimmten Höhe festmachen möchte. Und ich möchte das aber wiederholgenau auf diese Höhe hier festhaben, dann möchte ich mir jetzt hier ein Brett drunter machen, was ich verschieben kann über die T-Nuten. Und das andere Brett immer wieder neu aufsetzen kann, genau an dieser Stelle. Wenn ich das hier einmal festgedreht habe, dass das hier bleibt, ich wechsle das Brett so,
und das Brett schlägt dann genau unten wieder an diesem Anschlag an. Das ist eigentlich die ganze Idee, die dahinter steckt. Dazu habe ich jetzt aus der berühmt-berüchtigten Restekiste 2 Stücke Holz rausgeholt und mir zurechtgeschnitten. Die sind 18 mm dick und das soll dann später hier als Anschlag hinten drauf. Das heißt, dieses Brett kommt hier vor, wird hier noch eingeschnitten rechts und links und das Teil soll hier hinter als Anschlag sein, damit ich hier eine gerade Kante habe. Hier sind die angezeichneten Markierungen. Hier zwischen soll das Holz. Das bedeutet, dass ich jetzt genau diese Dicke des Holzes hier erstmal einschneiden möchte. Ich werde mir jetzt hier in der Mitte das anlegen und dann hier rechts und hier links die Mitte der Nut anzeichnen und mir dann Löcher durchbohren. Später sollen ja solche 6 mm Schrauben dadurch. Das ist ein 7 mm Bohrer, damit ich ein kleines bisschen Luft habe und das Ganze auch schön passt. Zunächst setze ich einmal diese Schrauben jeweils von hinten hier hinein. Und hier unten habe ich ja auf dem Boden diese Löcher gemacht. Da füge ich das Ganze rein. So, setze jeweils rechts und links eine Unterlegscheibe und solche Muttern hier drauf. Hier haben wir das jetzt schön fest, das ist eine tolle Auflage, da kann man jetzt so das Brett schon mal da drauf stellen, um das dann hier oben zu bearbeiten. Allerdings ist das dann auch, wenn man es festmacht, könnte das hier irgendwie kippen. Dafür habe ich ja diese Leiste hier gemacht. Die kommt hier zwischen und damit das Ganze auch mit dem Übergang hier stimmt, lege ich hier so ein Brett hin. Ich klebe das jetzt erstmal mit Leim fest. Setze das dann hier hinten drauf. Mit diesem Brett kann ich sehen, dass das hier gerade ist. Dann kann ich das nämlich hier hin und her schieben noch. So. Und klemme das Ganze dann mit Schraubzwingen fest. Und das lassen wir jetzt schön trocknen und haben morgen hier hinten eine optimale Kante, die genau hier mit dem Oberteil übereinander stimmt. Machen wir das mal los. Ja, und damit kann man das Ganze jetzt schön hier rauf und runter fahren. Kleiner Test. Hier oben können wir das Holz einspannen. Das hier unten kommt hier drauf, wird einfach hochgeschoben mit der Leiste, bis man das einmal richtig eingestellt hat. So. Dann klemmt man das hier oben noch fest. Schiebt das hier so weit, bis es passt. So, und damit kann man jetzt wiederholgenau Winkel zusammenschrauben. Dann kann man zum Beispiel hier Bretter, die werden einfach hier eingeklemmt und dann kann ich die hier super schleifen. Oder wenn ich jetzt hier das Holz, das Kopfholz hier bearbeiten möchte, stelle ich das hier unten drauf, nehme meine Klemmen und kann das hier oben drauf bearbeiten. Oder zum Beispiel mit dem Dübelmaster. Und so lassen sich dann exakte Übereinstimmungen herstellen. Diese Spanner hier verlinke ich euch mal unten drunter. Da ist auch das restliche Werkzeug und Maschinen, die ich so benutze. Und dann würde ich sagen, als nächstes machen wir hier mal, das muss jetzt erstmal geschliffen werden. Ich möchte das gerne lackieren.
Und dazu ist es natürlich nötig, dass ich die Holzplatte von beiden Seiten streiche. Und zwar geht es darum, dass das Holz eventuell Feuchtigkeit von unten aufnehmen kann, die dann bei warmem Wetter nach oben steigt und mir hier oben den Lack wegdrücken würde. Also muss ich das Ganze von beiden Seiten streichen, damit das Holz eingepackt ist im Prinzip. Das Ganze wird jetzt nur noch von unten drunter verschraubt, also die Platte wieder drauf. Ich habe auch die einzelnen Hölzer hier lackiert, die ganzen Seitenteile. Und wenn ich das angeschraubt habe, dann werde ich nochmal in meinem nächsten Video einen kurzen Blick darauf werfen. Und dann könnt ihr gerne wieder dabei sein. Und deshalb verabschiede ich mich auch mal für heute und sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder nächstes Mal hier in der Bastelgarage. Gruß, euer Jürgen.